Hallo zusammen, mein heutiges Thema ist Tod eines Unternehmers. Haben Sie sich eigentlich schon mal klargemacht, was das für Auswirkungen auf Ihr Unternehmen hat oder auf Ihre Erben? Das und vieles mehr bespreche ich heute mit Ralf. Mein Name ist Thomas Breit, Steuerberater aus Hamburg. Das Tabuthema in der Gesellschaft, Thema Tod. Keiner denkt gerne daran, keiner redet drüber. Für einen Unternehmer ist es eminent wichtig, sich rechtzeitig Gedanken zu machen. Was passiert beim Tod eines Unternehmers? Ja, also es passieren übrigens viele Dinge. Das eine ist natürlich, dass der das Unternehmen möglicherweise sogar aufgebaut hat, wegfällt mit all seinen Informationen und Kenntnisse, Geschäftsbeziehungen oder auch Beziehungen zu den Mitarbeitern. Alles geht verloren. Vielleicht auch, er weiß alle Passwörter, er hat den Zugang zu allen Bankkonten. Wer soll das dann machen? Wer soll es fortführen? Und vielleicht gibt es ja auch bestimmte Verfahren gegen das Unternehmen, wo er eine Aussage zu treffen könnte, weil er den Inhalt kennt. Alles ist auf einmal weg. Und das hat natürlich eine große Auswirkung auf das Unternehmen. Was kann der Unternehmer tun? Das wäre ja der Super-GAU. Ja. Er verstirbt und das Unternehmen steht quasi still, weil wichtige Entscheidungen können nicht gefällt werden, weil schlichtweg die übrigen Mitarbeiter, selbst der Führungsstab, nicht an diese wichtigen Informationen kommen. Wie kann sich der Unternehmer darauf vorbereiten? Ja, es gibt natürlich unterschiedliche Möglichkeiten. Das eine ist auf jeden Fall so eine Art Notfallkoffer zu machen. Also es gibt so ein Unternehmertestament. Das ist ein ganz normales Testament. Aber in dem Testament ist geregelt, wer soll dann das Unternehmen fortführen, wer hat was für Kompetenzen, wie stelle ich mir überhaupt die zukünftige Unternehmenskompetenz vor. Das ist das eine. Und das andere auch, dass er wirklich so einen Koffer hat, wo die Passwörter drin sind. Was hat er für Bankbeziehungen? Was sind die wichtigsten Kunden? Vielleicht auch Telefonnummern von ganz wichtigen Leuten. Also so ein Package, das sollte er haben. Was passiert denn mit dem Unternehmen beim Tod eines Unternehmers? Das kommt darauf an, was für eine Rechtsform du hast. Auf jeden Fall hat das eine Auswirkung. Beim Einzelunternehmen beispielsweise, das ist erstmal schwebend erloschen. Natürlich wird das vererbt an wahrscheinlich mehr als einen Erben. Dann muss das ja zwangsläufig zu einer GbR oder OHG werden. Oder wenn du eine Kommanditgesellschaft bist, kommt darauf an, was du im Vertrag geregelt hast. Aber üblicherweise bekommst du dort neue Gesellschafter, die unmittelbar, also bei der Kommanditgesellschaft wird keine Erbengemeinschaft gebildet. Es ist nicht so, dass die Erben in Gemeinschaft als ein neuer Beteiligter in der Gesellschaft sind, sondern jeder einzelne Erbe wird unmittelbar Kommanditist in der Kommanditgesellschaft. Ja, und bei der GmbH kommt drauf an, was in der Satzung steht. Aber üblicherweise steht das gar nichts Genaues drin, also wird das nach gesetzlicher Erbfolge verteilt. Das heißt, die ganzen Anteile zersplittern und das auf einmal ganz viele kleine Splittergruppen, die an dieser GmbH beteiligt sind. Das heißt, auch die Machtverhältnisse verschieben sich. Also man kann unendlich weiterdenken, wie das irgendwie aussehen könnte am Ende. Es hat auf jeden Fall, wie du siehst, eine Auswirkung. Das bedeutet, der Tod des Unternehmers kann für das Unternehmen durchaus ein Risiko darstellen. Auf jeden Fall. Nicht? Also wenn du da so unvorbereitet bist, ist es das Risiko schlechthin. Ne? Und wir haben ja auch noch den Punkt, ich meine mal abgesehen von diesem Notfallkoffer und diesem Unternehmertestament, du solltest natürlich auch schon Leute so ein bisschen herantrainiert haben, die in der Lage wären, im Notfall dieses Unternehmen auch fortzuführen. Ja, und wenn du das alles mal in der Gesamtheit siehst, ist das Risiko schlechthin, dass du das nicht hast. Jetzt haben wir über das Risiko gesprochen. Kann es auch durchaus Vorteile geben für ein Unternehmen, wenn der Unternehmer abtritt? Irgendein Prozentsatz kann das ein Vorteil sein, aber eigentlich nicht, nein. Also wenn wir von einem ordentlichen Unternehmer ausgehen, der seit Jahrzehnten das Unternehmen betrieben hat, der erfolgreich ist, der alles im Griff hat, dann ist das eigentlich nur ein Nachteil. Das muss schon irgendwie anders gelagert sein, dass man quasi froh ist, dass der weg ist, dass andere nachrücken können. Also ich sehe nicht darin eine Chance. Es ist in meinen Augen immer, das Risiko ist immer größer als die Chance. Wer ist der richtige Ansprechpartner für den Unternehmer beim Todesfall? Der Steuerberater oder der Notar? Also in meinen Augen der Steuerberater. Der Notar, das sind ja Beurkundungen, die er machen kann. Was soll der beurkunden? Den Erbschein, den holst du dir auch nicht beim Notar. Gut, den beantragst du vielleicht über den Notar. Aber letztendlich, das ist nicht wichtig. Das muss zwar gemacht werden.
Aber der Steuerberater ist derjenige, der ja den gesamten Erbfall dann auch abwickelt von der steuerlichen Seite. Es muss eine Erbschaftssteuererklärung gemacht werden, es muss das Unternehmen bewertet werden. Und dann möglicherweise, wenn du damit einen Rechtsformwechsel verbunden hast, also von Einzelunternehmen in GbR, was ich vorhin angesprochen habe, das muss ja auch alles verarbeitet werden. Und was das dann auch für weitere steuerliche Konsequenzen hat, muss auch beraten werden, ne? Und außerdem müssen die neuen Inhaber ja auch beraten werden, wie sieht das denn jetzt aus? Also der Steuerberater ist in meinen Augen die richtige Wahl. Man tut gut daran, als Unternehmer rechtzeitig an seinen Tod zu denken, angesichts dieser Dinge, die du erwähnt hast, was es alles zu bedenken gibt. Ich sage vielen Dank für diese hochwichtigen Informationen, die für jeden Unternehmer wichtig sind, denn für jeden Unternehmer gilt wie für jeden Menschen, irgendwann ist seine Zeit gekommen. Ja, wie Sie in dem Dialog mit Ralf gehört haben, es ist nicht ganz unwichtig, große Entscheidungen vorher schon zu treffen für den Fall, dass Ihnen etwas passiert. Wenn Ihnen das hier gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn Sie meinen Kanal abonnieren. Dann sehen wir uns wieder. Thanks for watching.